Hallo allerseits und willkommen zum Kanalupdate für März und April 2020. Wie immer schauen wir uns an, was es so Neues rund um den Kanal gibt, woran ich arbeite und was ich mir Neues zugelegt habe. Vorher möchte ich aber noch kurz was zum alles beherrschenden Thema zurzeit sagen, nämlich dem Coronavirus. Ich hoffe, euch geht's gut und dass ihr unter der gegenwärtigen Situation und den Folgen, die daraus entstehen können, nicht allzu sehr leidet. Wir haben natürlich zum einen das Problem, dass es eine schwerwiegende Krankheit ist und zum anderen wird es auch für viele finanzielle Auswirkungen haben, weil man vielleicht jetzt längere Zeit in Kurzarbeit ist oder vielleicht seinen Job ganz verliert. Und ich hoffe, dass ihr alle diese Zeit ganz gut übersteht und dass wir uns bald in alter Frische vielleicht wieder auf diversen Modellbauausstellungen sehen können. Aufgrund der gegenwärtigen Situation kann ich euch auch keine Termine für Ausstellungen mitteilen, die jetzt in den nächsten Wochen anstehen, weil natürlich diese Veranstaltungen alle abgesagt wurden. Das würde jetzt hier konkret Ende Mai die 7. Modelltrift Original im Leipheimer Fliegerhorst-Museum betreffen. Das wurde abgesagt, beziehungsweise da ist auch noch nicht ganz klar, ob es nicht vielleicht bloß verschoben wird auf einen späteren Termin. Also wir werden dann gegebenenfalls in einem künftigen Update nochmal davon hören. Ich war ja davon ausgegangen im letzten Update, dass ich im März auf insgesamt 3 Modellbauveranstaltungen gehen kann. Davon wurden 2 abgesagt. Das ist natürlich schade, aber ich denke jetzt unter den gegebenen Umständen leider kaum vermeidbar. Aber ich tröste mich damit, dass das eine Situation ist, die so mit Sicherheit nicht mehr ewig gehen kann. Konkret abgesagt wurde die Go-Modeling in Wien, das wäre Mitte März gewesen. Da wollte ich ja hinfahren und das Ganze auch noch mit einem Kurzurlaub in Wien verbinden. Das war leider nicht machbar, da waren ja auch schon Reisebeschränkungen und so weiter. Da gab es gar keine andere Möglichkeit, als das abzusagen. Naja, schade, aber ich denke, vielleicht in den nächsten Jahren werde ich es nochmal schaffen, da hinzukommen in irgendeiner Form. Die zweite Veranstaltung, die nicht stattgefunden hat, war die Euromodel Expo in Lingen. Da wurde der Termin allerdings verschoben, und zwar auf Ende August, 29. und 30. August, um genau zu sein. Warten wir mal ab, ob der Termin zu halten ist. Ich bin ein bisschen skeptisch, aber vielleicht geht ja auch alles gut und es geht alles schneller vorüber. Das wäre auf jeden Fall der Ersatztermin für die Euromodel Expo. Ich habe mir da auf jeden Fall schon mal freigenommen, prophylaktisch. Sollte das stattfinden, werde ich auf jeden Fall dort sein. Immerhin konnten Ende Februar noch die 6. Fürstenfelder Modellbautage stattfinden. Das war jetzt im Nachhinein betrachtet ein sehr glücklich gewählter Termin, weil es gerade noch so in dem Bereich war, wo solche Veranstaltungen noch möglich waren. Da bin ich auch wirklich froh drum, weil jetzt in absehbarer Zeit ist da wohl nichts zu erwarten und ich habe jetzt schon ein bisschen Ausstellungsentzug. Ich gebe euch noch kurz einen Rückblick auf die Fürstenfelder Modellbautage. War wieder eine sehr schöne Veranstaltung, alles bestens organisiert, tolle Besucher und ich habe auch wieder viele alte Freunde getroffen und auch ein paar neue dort gewonnen. Eingekauft habe ich dort allerdings nur sehr wenig, weil ich ja der Meinung war, dass ich wenige Wochen später noch auf 2 andere Top-Veranstaltungen gehe, die wahrscheinlich ziemlich teuer geworden wären. Deswegen habe ich mich jetzt in Fürstenfeld eigentlich ein bisschen zurückgehalten. War aber jetzt eigentlich unnötig. Aber was soll's. Man muss ja nicht immer so viel Geld verprassen. Dennoch bin ich wieder schwer bepackt nach Hause gekommen, denn mir wurde wieder einiges gespendet, vor allem eben fürs Ferienprogramm. Und da möchte ich mich jetzt noch bei allen bedanken. Fangen wir mal an. Hier mit dem Markus. Der hat hier diesen DTM-Renner mir mitgebracht fürs Ferienprogramm. Vielen Dank, Markus. Du hast ja auch schon in den vergangenen Jahren immer sehr viel gespendet. Das finde ich super. Dann hier einen Eurofighter vom Herbert. Im Übrigen schreibe ich mir da hinten immer die Namen jetzt drauf von den Spendern, weil die Blöße, dass ich da irgendwelche Namen vergesse, gebe ich mir nicht mehr. Dann von meinem lieben Vereinskollegen, dem Oliver, 2 Bausätze. Hier eine Camel und einen EC 135 Hubschrauber. Dann haben wir vom Jürgen eine Phantom. Vielen Dank dafür. Und vom Daniel hier dieses Star Wars Teil. Was ist denn das genau? Ein AT-AT. Wenn ich jetzt hier da den
Aufkleber anschaue mit dem Preis drauf. Das ist schon sehr großzügig, also Wahnsinn. Vielen Dank, Daniel. Und ich finde cool, dass du da warst, dass wir uns mal persönlich kennenlernen konnten. Also ihr seht, an Großzügigkeit mangelt es nicht fürs Ferienprogramm. Ich muss aber gestehen, ich habe es noch nicht offiziell angemeldet bei der Gemeinde hier. Denn ja, die Lage ist gerade einfach ein bisschen unübersichtlich und die haben auch was anderes zu tun im Rathaus gerade. Ja, normalerweise findet es immer so Anfang oder Mitte August statt. Ich weiß jetzt eben nicht, ob das da stattfinden kann in dem Schulgebäude mit einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen. Das muss ich mir jetzt noch in den nächsten Wochen eigentlich überlegen, wie das hinhauen kann, wie da dann sich die Lage wohl entwickeln wird. Ist dann vielleicht auch zu überlegen, ob man das vielleicht verschiebt auf die Weihnachtsferien oder so. Spätestens nächstes Jahr findet wieder ein Kurs statt mit dem Ferienprogramm und da kommen uns diese Bausätze auf jeden Fall zugute. Also vielen Dank dafür, Leute. Mir wurden auch noch 2 Bausätze geschenkt. Da möchte ich mich auch noch kurz bedanken. Und zwar hier von meinem lieben Vereinskollegen, dem Matthias. Hier einen keltiberischen Krieger. Das müsste Maßstab 54 mm sein von Premier Miniatures. Vielen Dank dafür. Das ist ein sehr interessantes Thema. Mit der Antike bekommt man mich immer. Und dann vom Alexander hier dieses sowjetische Beutegeschütz von Mini-Art. Vielen Dank dafür, Alexander. Ich hoffe, wir sehen uns öfter mal wieder. Dann habe ich auch noch ein kleines Tauschgeschäft mit dem Carsten getätigt. Der Carsten hat mir ja in der Vergangenheit vor allem schon Bücher en masse zukommen lassen. Und dieses Mal habe ich einen Bausatz aus meinem Lager, der mich nicht mehr so ganz interessiert, gegen ein paar hübsche Dinge aus Zinn getauscht. Und das schauen wir uns jetzt mal aus der Nähe an. Hier von Andrea Miniatures, einen englischen Infanteristen aus dem Ersten Weltkrieg im Maßstab 54 mm. Dann hier von Kellerkind Miniaturen, so Büffelköpfe. Kann man mal brauchen für ein Wüstendiorama vielleicht. Dann nochmal von Andrea, hier so Kutschenräder. Immer gutes Diorama-Zubehör. Und dann das Beste, auch von Andrea, dieses deutsche Maschinengewehr-Team, auch aus dem Ersten Weltkrieg. Und das Coole ist, da ist auch noch so eine kleine Base mit dabei. Finde ich echt cool. Das habe ich auch schon länger mal gesucht, aber das ist normalerweise schweineteuer oder nicht verfügbar. Und ja, habe ich immer ein bisschen so mit mir gerungen, ob ich das Geld wirklich ausgeben will. Ja, jetzt habe ich es eingetauscht. Da sind, glaube ich, alle glücklich damit. Und das ist doch optimal. Vielen Dank, Carsten, dass du das ermöglicht hast. So unbürokratisch wie immer. Und ja, ich hoffe, dass ich das eine oder andere vielleicht demnächst mal in Angriff nehmen kann, dass du das dann auch mal gebaut und bemalt sehen kannst auf der nächsten Ausstellung. Und zu guter Letzt schauen wir uns noch an, was ich gekauft habe in Fürstenfeld. Das ist nur eine Sache, und zwar hier diese Resin-Figur von Copper State Models. Das ist der österreichische Offizier, der zu dem Romfell-Panzerwagen gehört, aus gleichem Hause. Den habe ich ja mal vor ein paar Monaten detailliert vorgestellt in dem Video. Das ist eine brandneue Figur und ja, ich hatte die gar nicht auf dem Schirm, dass es die schon gibt. Und in Fürstenfeldbruck war ein Händler da, der das schon hatte. Und da muss ich natürlich sofort zuschlagen. Ist ein tolles Thema und ja, Zubehör für dieses Fahrzeug ist mir immer willkommen. Dann hat mich auch noch ein kleines Päckchen aus England erreicht, und zwar vom Andrew. Der hat mir hier dieses Buch zugesendet. Das ist eine Wiederauflage der Dienstvorschrift oder Ausbildungsvorschrift für mittlere Panzerkompanien in der Wehrmacht. Das wurde hier neu editiert und auch mit einer englischen Übersetzung versehen, was ich recht interessant finde. Vielen Dank, Andrew. Ist ein interessantes Buch. Ich habe es auch schon gelesen. Im Endeffekt ist das Buch ja nur halb so dick, weil eine Hälfte ist ja Deutsch, die andere Englisch. Deswegen geht es ganz fix. Das hat man in 1-2 Tagen locker gelesen. Hat ein paar interessante Einblicke mir ermöglicht in das Thema. Für Modellbauer an sich ist es vielleicht nicht hundertprozentig interessant,
Aber da ich mich ja für Geschichte und besonders für Militärgeschichte interessiere, war das schon mal ein toller Einblick in das Thema. Und ich hatte das Buch auch gar nicht auf dem Schirm, das ist relativ neu, das ist eigentlich so Ende 2019 erschienen und wurde ja auch hier bearbeitet von diesen beiden Kollegen, die der eine oder andere vielleicht auch von YouTube kennt. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Vielen Dank, Andrew, du bist ein super Mann und ich hoffe, ich kann mich bei Zeiten mal revanchieren dafür. Trotz der angespannten Situation der letzten Wochen geht das Leben ja irgendwie weiter und das kann ich auch ganz schön an meinem Kanal sehen, denn ich habe da zwei ganz wichtige Marken überschritten. Zum einen habe ich jetzt mehr als 30.000 Abonnenten und zum anderen hat mein Kanal unlängst erst 10-jähriges Jubiläum gefeiert und da habe ich dann ja auch ein kleines Video-Special dazu gemacht. Ich denke, daran kann man zwei Dinge ableiten, nämlich zum einen 30.000 Abonnenten sagt einfach aus, dass ja das, was ich tue, anscheinend ja auch ganz gut ankommt. Es kann also nicht so schlecht sein und das freut mich natürlich auch. Und zum anderen 10 Jahre lang einen Kanal betreiben bedeutet ja auch, dass es mir Spaß macht. Das ist natürlich das noch Bessere daran. Also das ist wirklich eine Win-Win-Situation. Ich tue was, was mir Spaß macht, woran ich Freude habe und teile das mit Leuten, die ebenfalls was davon haben und es genießen können. Und ich denke, besser kann es einfach nicht werden. Und da möchte ich mich bei allen bedanken, die mich da so unterstützen durch Kommentare, durchs Anschauen, durchs Abonnieren und so weiter. Das ehrt mich sehr, dass ihr meinen Kanal und meinen Content als so wichtig erachtet, dass ihr da gleich ein Abo dalasst und das regelmäßig anschaut. Also vielen Dank dafür. Alles klar, dann schauen wir uns als nächstes an, was ich alles für Projekte seit dem letzten Update fertiggestellt habe. Das erste ist hier der rumänische R2-Panzer im Stalingrad-Sektor Ende 1942. Im vorherigen Update-Video war das Modell ja noch grün lackiert. Ich habe dann im Anschluss die Abziehbilder von Pettinghaus aufgetragen. Die waren wieder etwas dürftig von der Qualität her, weil sie einfach sehr dick sind und sich deswegen auch sehr schlecht nur an die doch unebene Oberfläche bloß anpassen. Also da war enorm viel Weichmacher notwendig und auch etwas Überzeugungskraft mit Q-Tips, um dann diese Abziehbilder eben in die entsprechenden Vertiefungen reinzudrücken. Danach ging es an die verwaschene Wintertarnung. Die habe ich wieder mit weißer Acrylfarbe, Maskol und Airbrush-Reiniger verwirklicht. Da habe ich ja auch ein kurzes Tutorial-Video dazu gemacht. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr ja da noch vorbeischauen. Im Anschluss daran habe ich das Modell dann noch gealtert, und zwar wie üblich mit Ölfarben und etwas Erde aus meinem Garten. Nachdem das dann erledigt war, habe ich dann die ganzen Zubehörteile und die Figuren bemalt und dann kam das Ganze aufs Diorama mit den Schneeeffekten. Für den Schnee habe ich, wie sonst eigentlich auch immer, hier dieses Zeug verwendet. Es hat so einen blöden Namen, Rasteranau. Das kommt aus Italien. Funktioniert ganz gut. Das kann man mit bisschen Wasser und Ponalholzleim anmischen und dann eben auftragen. Und das macht einen ganz realistischen Effekt und ist auch recht widerstandsfähig. Den Dioramasockel habe ich dieses Mal mit rumänischen Briefmarken aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs verziert. Normalerweise würde ich da ja eher Abzeichen oder so hinmachen. Aber da konnte ich leider auf eBay nichts Adäquates finden. Aber diese Briefmarken gab es und die sind wirklich nicht teuer. Anscheinend ist der Markt für Briefmarken ziemlich tot. Habe ich mir für ein paar Euro diese doch sehr dekorativen Briefmarken kommen lassen. Und die machen sich da echt ganz gut auf dem Sockel. Also das ist eine Variante, die werde ich auch in Zukunft öfter mal in Erwägung ziehen, weil ich finde es einfach super, ist mal was anderes. Und so ein Orden oder auch eine Briefmarke, finde ich, stellt einfach noch eine ganz gute Verbindung oder einen Kontext her für das Modell und die Szene, die man da eben auf dem Diorama zeigt. Mein zweites fertiges Projekt ist gerade erst jetzt vollendet worden, vor ein paar Stunden. Das ist hier ein Simca 5 von Tamiya im Maßstab 1:35 mit einer Figur von Royal Model. Ich bin noch nicht dazu gekommen, irgendwelche Detailfotos davon zu machen
oder da ein Video dazu zu schneiden. Also das ist eine Sache, da könnt ihr ja in den nächsten Wochen damit rechnen, dass da was kommt. Ja, das war wirklich nur ein kleines, spontanes und schnelles Projekt. Das habe ich vor einer Woche angefangen. Da war es mir einfach danach, einen Bausatz zusammenzukleben. Und da kam mir der kleine Simca 5 von Tamiya gerade recht. Der Bausatz hat sich auch noch aus einem anderen Grund ganz gut angeboten, weil das ist mein Beitrag zu dem Captured-Gruppenbau von Scalebench und Yorama Modellbau. Die zwei machen den kleinen Bodybuild oder Gruppenbau, wo es eben um Fahrzeuge geht, die eben erobert wurden und eben von anderen Streitkräften eingesetzt wurden. Und der Simca 5, ursprünglich ein französisches Auto, hier eben im Dienste der Wehrmacht. Der Sockel besteht wie die meisten anderen meiner Dioramen aus Holz, Balsaholz, Styropor und Modelliermasse. Die Erde hier oben kommt aus dem Garten. Das wurde auch für die Verschmutzungen am Fahrzeug verwendet. Und ich habe dann auch hier auf der anderen Seite noch so eine Straßenböschung angedeutet, wo ein bisschen so gröbere Steinchen liegen, um hier eben eine befestigte oder einigermaßen befestigte Straße in Russland anzudeuten. Die Grasbüschel sind von Mini Natur, immer wieder praktisch und nützlich, sehen einfach gut aus, da gibt es kaum was Besseres. Ja, und so ist diese kleine Szene auch schon beieinander. Da vorne habe ich dann noch eine Reproduktion eines deutschen Brustadlers drauf gemacht, einfach um dem Modell noch ein bisschen mehr Kontext zu geben. Alles in allem war das ein kleines und feines Projekt und sobald das Wetter ein bisschen besser ist, werde ich davon noch einige Detailfotos machen und dann das Ganze in einem Video verarbeiten. Kommen wir als nächstes zu den Projekten, die ich gerade in Arbeit habe. Das hier ist mein Diorama zum Thema englischer Bürgerkrieg. Das habe ich ja mindestens schon ein Jahr in Arbeit. Es macht geringe Fortschritte. Ich habe jetzt hier die Dorfmauer von Plusmodel mal hier montiert und verspachtelt und hier und da auch ein bisschen nachdetailliert. Diese Gipsteile sind von der Passgenauigkeit eher so mittelmäßig. Darum habe ich hier so an einzelnen Stellen ein bisschen Modelliermasse aufgetragen, um das eben ein bisschen zu füllen. Und das muss ich dann auch noch ein bisschen verschleifen. Die Hauptarbeit war hier tatsächlich an der Innenseite. Hier diese Beschädigungen an der Mauer nachzugravieren. Die Innenseiten sind einfach nicht detailliert, die sind einfach nur gerade. Und da muss ich einfach hier ein bisschen nachgravieren, damit das realistisch aussieht. Ist aber nicht so schwer, das Gipsmaterial ist relativ weich und mit einem Schraubenzieher oder einer Gravierspitze bekommt man hier diese Bruchsteinmauer ganz gut hin. Da ist nur die Schwierigkeit, die Optik des Ganzen anzupassen, damit es eben gleich aussieht wie vorne. Da braucht man ein bisschen Auge dafür, aber das ist jetzt nicht so schwierig. Ja, soweit dazu. Sobald die Mauer dann soweit fertig ist, werde ich dann das Gelände ausformen und dann kann es da auch mal weitergehen. Auch mein Normandie-Diorama für den 1944 Gruppenbau hat geringfügige Fortschritte gemacht. Ich habe mich hauptsächlich um diesen zerstörten Flügel des Horsa-Gleiters gekümmert. Der sah vorher einfach zu unbeschädigt aus, deswegen habe ich hier vor allem angefangen an der Flügelwurzel einfach ein paar Trümmer zu befestigen. Das ist zum einen hier ein Stück vom Rumpf, was ich hier so zerschnitten habe, und zum anderen hängt hier so ein Stahlseil raus, weil ich nehme mal an, dass hier diese Klappen irgendwie mit Seilzügen bewegt wurden und diese Seile müssen ja irgendwo in den Rumpf reinkommen. Und darum hängt hier so ein Seil raus. Dann habe ich hier auch aus dem Rumpf so eine Tür rausgenommen und ordentlich verbogen. Das könnte hier noch rumliegen. Und ich denke aber, dass das nicht reichen wird. Also ich werde auf jeden Fall noch deutlich mehr Trümmer brauchen und andere Fetzen, damit das einfach überzeugend aussieht. Muss ich mal schauen, was der Bausatz hergibt oder was eben dann noch die Restekiste zu bieten hat. Mit dem T34 und Stuck 3 Diorama geht es wesentlich besser voran. Da bin ich gerade dabei, den T34 zu lackieren. Das wird dann Teil 4 sein. Den dritten Teil habe ich ja erst unlängst für alle auf YouTube zugänglich gemacht.
Der 4. Teil wird dann vorher, wie gewohnt, erst auf Patreon für meine Unterstützer zu sehen sein. Ja, wie man sehen kann, der T34 ist gerade in der Lackierungsphase. Zuerst habe ich das Modell schwarz grundiert. Danach kam dieses russische Grün drauf. Da habe ich hier von Vallejo dieses Farbset verwendet. Da ist dieses typische russische 4BO mit dabei. Das ist ganz praktisch. Habe ich dann aufgesprüht. Der Farbton ist allerdings sehr dunkel, finde ich. Deswegen habe ich die Farbe noch mit ein bisschen Gelb aufgehellt, um eben hier diese oberen Partien des Fahrzeugs ein bisschen zu akzentuieren. Ich habe mich früher immer mit Vallejo-Farben ziemlich schwer getan, bis ich dann vom Shane Smith den Tipp bekommen habe, dass es von Vallejo auch den Flow Improver gibt. Und mit dem Zeug, wenn man das 50-50 mit den Farben mischt, lässt sich echt gut sprühen. Also jeder, der mit Vallejo vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten hat, kann das einmal ausprobieren, ob das vielleicht nicht hilft. Ja, im Anschluss habe ich dann noch den Turminnenraum weiß gesprüht und die Ketten dunkelbraun. Das sind Friolketten, Metallketten. Viele Leute neigen dazu, da diverse Flüssigkeiten zu verwenden, um diese Metallketten eben zu brünieren. Ich habe das noch nie ausprobiert. Ist bestimmt interessant, werde ich auch mal machen, aber gegenwärtig lackiere ich die lieber. Als nächstes wird es hier um die Detailbemalung gehen. Da ist jetzt auch nicht so viel zu tun. Das beinhaltet hauptsächlich hier diese Gummibelege auf den Laufrollen. Ja, ein paar Teile hier außen und der Turminnenraum. Das ist jetzt nicht so viel. Also ich bin doch recht zuversichtlich, dass ich da relativ bald schon zum Altern kommen könnte. Und das bedeutet dann auch, dass es relativ bald auch schon wieder ein Video gibt. Wie gewohnt zuerst auf Patreon und dann ein paar Wochen später für alle auf YouTube. Und dann arbeite ich auch noch an dem Crusader Mark I von Iteleri. Im vorherigen Update-Video war da der Zusammenbau noch in der Anfangsphase. Und da hatte ich auch vergessen zu erwähnen, dass das mein Eintrag ist in den Early Days of War Gruppenbau von Delan. Obwohl der Bausatz schon ziemlich alt ist, finde ich den eigentlich gar nicht schlecht. Die Passgenauigkeit ist okay, die Details sind auch annehmbar. Ja, es gibt hier und da ein paar Schwächen, manche Teile sind auch falsch geformt, wie zum Beispiel hier diese vorderen Schutzbleche. Ja, aber das stört mich jetzt alles nicht sonderlich. Mir gefällt es so, das ist schon in Ordnung. Es ist ja auch ein britischer Panzer, da bin ich eh nicht der Experte dafür, deswegen dürfen die Bleche auch falsch sein. Die Gummiketten des Bausatzes habe ich durch Friolketten ersetzt. Das ist eigentlich eh immer eine gute Maßnahme und die ließen sich auch wirklich sehr schön zusammensetzen. Und die Zuladung hier ist aus Resin und kommt von Panzerart. Ist auch super zu verarbeiten, tolle Details und es ist auch genau auf diesen Bausatz abgestimmt, was bedeutet, dass die Teile auch ganz gut drauf passen. Die Figur des Panzerkommandanten kommt von Mini-Art, ist jetzt detaillierungsmäßig keine Offenbarung, aber ich finde, es ist ganz annehmbar. Ich habe dann aus dünnen Drahtstücken noch die Verkabelung für die Kopfhörer und fürs Mikrofon hinzugefügt. Ja, der Dioramensockel wurde in üblicher Art und Weise gebaut. Das ist Holz, Balsaholz und Modelliermasse. Obendrauf wurde dann die Wüstentextur mit bisschen Erde und ein paar Steinchen aus dem Garten erzeugt. Das hier vorne soll eine geteerte Straße werden und hier nebendran haben wir dann einen doch recht hübschen Wegweiser. Der kommt aus einem ziemlich neuen Mini-Art-Set. Da sind auch tolle Abziehbilder dabei für die Schilder. Also das ist wirklich ein Set, was sich lohnt für den Dioramenbauer. Dann schauen wir uns jetzt an, was ich mir so alles an neuen Bausätzen seit dem letzten Update zugelegt habe.
Ich muss zugeben, da war der eine oder andere Frustkauf dabei. Ich war ja der Meinung, dass ich auf wunderbare Ausstellungen fahren kann und dort fleißig einkaufen kann. Das war leider nicht möglich, also habe ich halt das eine oder andere, was ich schon länger im Auge habe, mir dann einfach auf den Postweg kommen lassen. Ich denke, das ist nur legitim unter den gegebenen Umständen. Ich habe auf alle Fälle vor, mit den Modellen von den kleineren Achsenmächtenstaaten weiterzumachen. Das spiegelt sich auch wieder an den Bausätzen, die ich so gekauft habe. Da war einiges Italienisches dabei, Japanisches, Ungarisches und so weiter. Und sogar der Tamiya M3 soll ein ungarisches Fahrzeug werden. Da habe ich entsprechende Abziehbilder dafür, um da eben ein ungarisches Beutefahrzeug damit zu machen. Das stelle ich mir ganz spannend vor. In den nächsten Wochen stehen dann ein paar ganz interessante Videos an. Neben den Bausatzvorstellungen und dem Simca-Video möchte ich dann auch noch ein Video machen mit den Best-of-Modellen der letzten Jahre von den ganzen Ausstellungen, die ich besucht habe. Das war eine Idee, die ich vom Scalebench bekommen habe. Der hat sowas Ähnliches schon gemacht vor kurzem. Finde ich, ist eine ganz gute Möglichkeit, um eben Ersatz zu schaffen für die fehlenden Videos von Ausstellungen, die eben nicht stattfinden können. Dass man da einfach mal eine Zusammenfassung macht der, sagen wir mal, letzten 5 Jahre von verschiedenen Ausstellungen, was da so wirklich überragend war und was man einfach im Gedächtnis behalten hat, was man da so gesehen hat. Sowas in der Richtung möchte ich mal machen in der nächsten Zeit. Außerdem wurde ich dann gleich 2-mal für die Quarantine Challenge schon nominiert, und zwar vom Shane Smith und vom Hollywood Modeling. Wer es noch nicht mitbekommen hat, dabei geht es darum, ein Video zu machen, wo man mal vorstellt, wie die eigene Werkstatt hier organisiert ist. Das finde ich ganz interessant. Ich habe so ein Video, glaube ich, schon mal vor vielen Jahren gemacht in der Art, aber das ist jetzt auch nicht mehr so ganz aktuell. Und ich denke, meine Werkstatt ist an und für sich schon sehenswert, weil es halt einfach ganz anders ist, wie es viele andere Leute haben. Hier herrscht keine Ordnung. Ihr seht, ich arbeite nach der Haufenmethode. Alles ist offen und in irgendwelchen Kartons gelagert. Und ich denke, das ist ein ganz netter Kontrast zu diesen sehr aufgeräumten und ordentlichen Werkstätten, die ich so bisher gesehen habe bei diesen Videos. Gut, damit wären wir wieder am Ende dieses Updates. Ich hoffe, ihr fandet es interessant und unterhaltsam. Bleibt bitte gesund und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.